Singt dem Herrn und lobt ihn, Halleluja, lobt ihn. Singt dem Herrn und lobt ihn, Halleluja, lobt ihn. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen, preiset ihn in Ewigkeit. Amen, der dir alle deine Sünden vergibt, der deine Schuld dir nimmt, weil er dich liebt und der dein Leben vom Verderben erlöst. Lobe, singt dem Herrn und lobt ihn, Halleluja, lobt ihn. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen, preiset ihn in Ewigkeit. Amen, er geht nicht mit uns um, wie wir es verdient, vergilt nicht unsere Schuld. Er hat sie gesühnt, denn seine Liebe zu uns ist unwandelbar. Lobe, singt dem Herrn und lobt ihn, Halleluja, lobt ihn. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen, preiset ihn in Ewigkeit. Amen, der dich annimmt, wenn du dein Leben ihm gibst, der dir die Treue hält, wenn du ihn liebst und der sich wie ein Vater deiner erbarmt. Lobe, singt dem Herrn und lobt ihn, Halleluja, lobt ihn. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen, preiset ihn in Ewigkeit. Amen, er macht reich jedermann, der zu ihm gehört, gibt neue Kraft dem, der vor Ärger verzehrt, verleiht ein neues Leben in Ewigkeit. Lobet ihn, den Herrn und lobt ihn, Halleluja, lobt ihn. Singt dem Herrn und lobet ihn. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Cantate. Cantate singt. Heute steht das Singen im Mittelpunkt und das Singen vor Freude ist uns vielleicht insofern auch nahe, als wir ab nächsten Sonntag bereits wieder gemeinsam in der Kirche feiern können. Der Wochenspruch für die Woche, die am Sonntag Cantate beginnt, stammt aus dem 98. Psalm: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gütiger Gott, unser Leben erhält einen neuen Klang durch den Mut, dich offen zu preisen. Erfülle uns mit deinem Geist. Lass uns singen und der Welt von deinen Worten und Taten erzählen. Hilf uns, dass wir fröhlich und engagiert von dir berichten. Gib uns die Kraft, viele Menschen für deine Kirche zu begeistern. Hilf uns, dass wir zusammen die richtigen Töne finden, um dich zu loben. Lass uns Hoffnung und Begeisterung ausstrahlen und Liebe zu den Menschen, die du geschaffen hast. Das bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und Leben schaffst in Ewigkeit. Amen. Die heutige Lesung hören wir aus dem 2. Buch der Chronik, Kapitel 5. Nun ließ König Salomo die Ältesten Israels nach Jerusalem kommen, die Vertreter aller Stämme und Sippen. Sie sollten die Bundeslade des Herrn von der Davidstadt auf dem Zionsberg in den Tempel hinaufbringen. Alle Männer Israels kamen deshalb am Laubhüttenfest im 7. Monat zu König Salomo. Als die Ältesten versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade auf ihre Schultern und trugen sie zum Tempel hinauf. Mit Hilfe der Priester aus der Nachkommenschaft Levis brachten sie auch das heilige Zelt und alle seine Geräte dorthin. Auch die Tempelsänger waren vollzählig zugegen. Die Leviten Asaf, Heman und Jedutun mit all ihren Söhnen und Verwandten.
Sie trugen Gewänder aus feinem weißen Leinen und standen mit ihren Becken, Harfen und Lauten an der Ostseite des Altars. Ihnen zur Seite standen 120 Priester mit Trompeten. Diese setzten gleichzeitig mit den Sängern, den Becken und anderen Instrumenten ein. Es klang wie aus einem Mund, als sie alle miteinander den Herrn priesen mit den Worten: Der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Heiligtum. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja! Halleluja, 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 Halleluja. Hört ihr nicht die Lieder um euch her? Hört, ihre Worte rauschen wie ein Meer. Lieder kommen, Lieder gehen, von dem Lieder treiben wird, nur eines bleiben singt, das Lied der Lieder von dem Herrn der Herren. Gebt ihm eure schönsten Melodien, singt es immer wieder, spielt es ihm zu Ehren, gebt das Beste, was ihr habt für ihn. Seht doch, dass Gott euer Bestes will. Seht, was er selbst zuerst euch gab, ist viel. Christus starb, damit ihr lebt. Ihm soll euer Singen zu den anderen bringen. Singt das Lied der Lieder von dem Herrn der Herren. Gebt ihm eure schönsten Melodien. Singt es immer wieder, spielt es ihm zu Ehren. Gebt das Beste, was ihr habt für ihn. Spürt, wie das Lied von vielen Stimmen lebt. Spürt, wie uns Gott ganz eng zusammenwebt. Nah bei ihm sind wir uns nah, hören in Lied und Leben ihn den Ton angeben, singt das Lied der Lieder von dem Herrn der Herren. Gebt ihm eure schönsten Melodien, singt es immer wieder, spielt es ihm zu Ehren, gebt das Beste, was ihr habt für ihn. Singt es mit dem Wind, solange es geht. Singt es auch noch, wenn der Wind sich dreht. Lasst die Herren dieser Welt euch doch niemals zwingen, nur für sie zu singen. Singt das Lied der Lieder von dem Herrn der Herren. Gebt ihm eure schönsten
für ihn. Singen. Singen ist etwas genuin Menschliches. Das liegt uns in der Natur. In allen Kulturen wird gesungen. Singen tut der Seele gut. Einen Tag ohne Singen könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich singe eigentlich immer. Ich singe oder summe beim Aufstehen, beim Anziehen, beim Gehen, beim Autofahren, bei der Arbeit, manchmal sogar ohne es zu merken. Dann muss mich mein Schatzmeister, wenn er am anderen Schreibtisch sitzt, wieder ermahnen, weil ihn mein Gesumme beim Rechnen stört. Singen tut gut. Und Singen schafft gemeinsam. Das ist etwas, was man zwar alleine kann, das aber gemeinsam noch sehr viel mehr Freude macht. Ich bin auch gefragt worden, schon öfter, ob ich immer so gut aufgelegt bin, dass ich singe. Aber ich muss zum Singen nicht fröhlich sein. Es funktioniert auch umgekehrt. Manchmal singe ich, damit ich fröhlich werde. Aber auch das nicht immer nur. Es gibt ja auch traurige Lieder. Menschen haben immer auch gesungen, wenn sie schwere Zeiten hatten. Die schwarzen Sklaven Amerikas haben gesungen. Sie haben ihr Schicksal in Worte und Melodien gefasst und haben der Welt damit ein paar der schönsten Spirituals geschenkt. Lieder voll Gottvertrauen, voll Trost, Lieder voller Kraft. Lieder wie Nobody knows the trouble I've seen, nobody knows but Jesus. Niemand kennt das Leid, die Schwierigkeiten, die ich erlebt habe. Niemand außer Jesus. Go down, Moses. Lass mein Volk frei. Swing low, sweet chariot. Sometimes I feel like a motherless child. All my trials, Lord, will soon be over. Wunderschöne Lieder, geboren aus der Schwere des Sklavenalltags. Auch Dietrich Bonhoeffer hat noch im KZ, in dem er ermordet worden ist, kurz vorher ein Lied geschrieben. Keine herzzerreißende Klage, keine Bitte um Befreiung, sondern ein Loblied, das von Gottvertrauen und Trost spricht und von Geborgenheit, sodass man fast nicht begreifen kann, in welcher Situation es entstanden ist. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Das war seine Hinrichtung. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Cantate heißt der heutige Sonntag. Cantate singt. Singt dem Herrn ein neues Lied. Fordert uns der Psalm auf. Und die Psalmen sind ja eigentlich auch Lieder. Psalm heißt Lied, ist das griechische Wort für Lied. Viele von ihnen beginnen mit Melodieangaben. Da heißt es, nach der Weise schöne Jugend vorzusingen. Nach der Weise die Hirschkuh der Morgenröte. Das ist der Psalm 22. Lilien, das kommt gleich mehrere Male vor. Vertilge nicht. Das ist, glaube ich, der Spitzenreiter. Nach der Melodie, die wir nicht kennen, kann man 4 Psalmen singen. Manche sind auch ganz lustig, wie zum Beispiel die stumme Taube unter den Fremden. Es heißt oft, vorzusingen. Und manchmal wird auch noch ein Musikinstrument erwähnt, beim Saitenspiel, zum Flötenspiel und so weiter. Singen, Musik machen, das spricht unsere Seele ganz anders an als bloße Worte.
Und es gibt einen unerschöpflichen Reichtum an Melodien. Und was ihren Zauber ausmacht, das kann man physikalisch nicht erklären. Man kann Schallwellen und Wellenlängen erklären, aber nicht Musik. Auch deshalb nehme ich Musik oft als Beispiel dafür, wie begrenzt das rein naturwissenschaftliche Weltbild ist und dass das nicht alles erklären kann. Wie soll ich einem Menschen, der nicht hören kann, Musik erklären? Im Film Gottes vergessene Kinder gibt es so eine Szene, wo der Protagonist der Frau, einer Gehörlosen, die Musik Johann Sebastian Bachs erklären soll, in Gebärdensprache, und kläglich daran scheitert, weil das einfach nicht geht. Musik muss man hören. Und genauso wenig kann ich Gott erklären, einem Atheisten, der ihn nicht spüren kann. Wir sind so viel mehr als rein biologische, naturwissenschaftlich erklärbare Wesen. Wir haben eine ganze geistige Dimension mit dabei, die die Naturwissenschaft nicht begreifen und nicht beschreiben kann. Und diese geistige Ader wird beim Singen angesprochen. Man kann auch sagen, die Seele. Und in diesem Zusammenhang finde ich es erschreckend, dass die Menschen immer weniger singen. Nichts gegen Radios, CDs, MP3s und so weiter und die ganze Musik aus der Konserve ist praktisch, verwende ich auch, höre ich mir auch gerne an. Aber wenn das den Menschen die Lust am Singen nimmt, das Singen abgewöhnt, dann wird es tragisch. Weil da geht eine wichtige Dimension des Menschseins verloren. Und ich erlebe es immer öfter bei Trau- oder Taufgesprächen, dass Menschen erschrocken sagen, nein, nicht singen, Instrumentalmusik, bei uns kann keiner singen. Menschen, die nicht singen können, haben eine entscheidende Kraftquelle verloren. Menschen, die keine Loblieder singen können, haben auch keine Sprache für ihre Klagen, für ihre Bitten, für ihre Verzweiflung, für ihr Vertrauen, für all das, was die Psalmen schon in Lieder gefasst haben. Vielleicht singen nicht alle gleich schön, vielleicht hat nicht jeder eine kräftige Stimme und manche Stimmen gehen ein bisschen unter. Vielleicht singen auch nicht immer alle richtig. Es kann auch einmal eine Stimme umkippen oder überschnappen oder wegschnappen und falsche Töne schleichen sich ein. Aber nichts, das wir tun, ist immer perfekt. Deswegen muss man nicht aufhören. Jeder und jede kann singen. Nicht jeder muss damit auftreten, nicht alle singen bühnenreif. Aber für sich daheim, im Auto, in der Badewanne, wo auch immer, trauen Sie sich, singen Sie. Es tut so gut. Gott weiß, warum er uns zum Singen auffordert. Singen macht glücklich, Singen gibt Kraft, Singen spendet Trost, Singen tut der Seele gut. Amen. Wir beten. Unser Gott, Schöpfer und Heil der ganzen Welt, dich wollen wir loben mit unseren Worten und Taten, weil du Menschen zum Frieden bereit und fähig machst. Und so bitten wir für alle, die sich gegen Gewalt stark machen, dass sie mit deiner Hilfe
andere zum Ende der Gewalt bringen können. Hilf den Wortführern in Politik und Wirtschaft, dass sie das Leben der Menschen achten lernen. Wir loben dich für alle, die sich dem Leid des Alltags stellen. So bitten wir für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern, um alle Pflegebedürftigen kümmern. Schenke ihnen Kraft und Ausdauer, wo unsere menschlichen Möglichkeiten am Ende sind. Danke Gott für die Melodien, die du uns schenkst. Wir beten für die Menschen, denen das Singen über ihren Sorgen und Ängsten vergangen ist. Für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind. Für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben. Sowie für die vielen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Und die Kleinunternehmer, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen. Herr, wir loben dich für den Geist der Gemeinschaft, den du schenkst, und bitten dich, stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit und lass uns die richtigen Lehren aus der Krise ziehen, damit wir unser ganzes Leben in Zukunft mehr auf dich ausrichten. Beten wir gemeinsam mit den Worten, die wir von Jesus gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Meine lieben Gemeindeglieder, für alle, die lieber in die Kirche kommen möchten, ist am nächsten Sonntag die Kirche wieder zum gewohnten Zeitpunkt mit Gottesdienst geöffnet und besetzt. Ich werde trotzdem die Gottesdienste noch aufnehmen. Sie werden sie auch hier auf meinem Kanal im Internet auf YouTube finden. Allerdings dann erst im Laufe des Nachmittags oder gegen Abend, weil ich sie ja Vormittag erst aufnehmen werde. Aber der Service mit den Gottesdiensten per YouTube bleibt noch eine Weile aufrecht, damit nicht alle kommen müssen. Unsere Kirche ist zwar groß, also 20, 25 Leute bringen wir auch mit der Abstandsregel herein.
Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.